Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie ganz herzlich einladen zu einem analogen Foto- und Kinospaziergang. Objektive, Objektive, Objektive. Österreichische Objektive, deutsche Objektive, Franzosen, Schweizer und Engländer. So viele Objektive. Keiner von diesen Objektiven ist jünger als 100, 110 Jahre. Aber alle haben etwas gemeinsam. Das sind berechnete Objektive und der Mann, der als erster ein Objektiv berechnet hat, war der Dr. Josef Maximilian Petzval. Petzval war ein Ungar. Durch die Kriege und die Umstellungen war dann Ungarn oder sein Geburtsort unter der Tschechei. Dann war er mal wieder in der großen K&K-Monarchie, Österreicher. Aber er ist ein Ungar geblieben und gestorben ist er aber in Wien. Professor Max Petzval, so ist er bekannt, ist 1807 geboren und 1891 gestorben. Er hat einen Lehrstuhl für Mathematik in Wien und dort unterrichtete er 40 Jahre. Er ist der Begründer der Optik. Als Professor Dr. Andreas Ritter von Ettinghausen in Paris bei der öffentlichen Bekanntgabe der Fotografie anwesend war, hat natürlich diese Fotografie-Idee nach Österreich mitgenommen. Zurück nach Österreich ist bald klar geworden, dass für eine Aufnahme mit 20 Minuten Belichtungszeit fast unmöglich ist, beziehungsweise nur für Landschaften, aber nie für Personen. Er gab den Auftrag für die Entwicklung eines Objektivs, eigentlich nicht Objektiv, sondern Linse, weil damals hat den Ausdruck oder den Fachausdruck Optik oder Objektiv nicht gegeben. Bis dato waren Linsen. Also Petzval bekam den Auftrag, etwas zu entwickeln, damit man die Fotografie ein bisschen schneller und ein bisschen zugänglicher macht. Er müsste aber Entdeckungen machen, wie Korrekturen der Linsen, die Linsenfehler entdecken, die Linsenfehler korrigieren, Glassorten erfinden, die Brechzahlen niedrig sind und geeignet sind für ein Objektiv. Und wenn er mal diese ganze Entdeckungen gemacht hat, müsste auch benennen. Eine schier unmögliche Aufgabe. Natürlich, der Professor Petzval war auch Mitglied der Fürstenhofrunde. Der Fürstenhof war Mitte in Wien so eine Art Atelier oder eine Treffpunkt für die Elite Wiens. Dort kamen die ganzen Wissenschaftler von Wien zusammen und dann nach einer Idee des Kaiserhauses ist den Professor Petzval 2 Oberfeuerwerker und 8 Bombardiere der K&K Militär zur Verfügung gestellt, um ihm behilflich zu sein bei der Berechnung des Objektivs. Die 2 Oberfeuerwerker, das waren nicht anderes als wie Offizier der Armee und die Kanoniere, die waren auch einfache Soldaten, aber sie konnten alle rechnen. Und mit dieser Hilfe von diesen 10 Leuten ist zum ersten Mal eine Linse, sprich Optik, berechnet worden. Nur diese Optik war jetzt um das 16-fache stärker als die beste französische Objektive. Und so ist der erste berechnete Optik oder erste berechnete Objektiv der Geschichte in Wien zustande gekommen. Jetzt haben wir aber die Berechnungen und man hat auch gewusst, wie diese Optik ausschaut,
in Verbindung mit einem Fotoapparat, die der Professor Petzval gebaut hat, aus Karton. Diese Aufgabe jetzt müsste der Voigtländer, der Friedrich Peter Voigtländer, umsetzen. Und so baute der Voigtländer, der Wiener Voigtländer damals, die erste Ganzmetallkamera der Welt mit einem berechneten Objektiv von Petzval. Und diese Zusammenarbeit Voigtländer und Petzval war genial. Und statt 20 Minuten Belichtungszeit waren auf einmal etwa unter 20 Sekunden. Das hat funktioniert, aber auch dieser Erfolg stieg den zwei Partner zum Kopf und so trennten sich diese zwei geniale Erfinder. Diese Trennung hat leider Gottes sehr vieles zerstört, weil Petzval hat seine Objektive nicht patentieren lassen. Das hat einfach der Menschheit geschenkt und so konnte jeder diese Patente und diese Berechnungen auch verwenden. Und am besten natürlich hat das ausgenutzt der Voigtländer, der 1846 dann nach Braunschweig zurückzog. Und es gibt Bemerkungen oder ist niedergehalten, dass Voigtländer innerhalb von 4-5 Jahren 60.000 Petzval-Objektive verkauft hat und Petzval hat davon absolut nichts. Nachdem Professor Petzval und Voigtländer die erste Ganzmetallkamera gebaut haben, fühlte sich Professor Petzval dem Kaiserhaus verbunden und so hat er einen Bericht erfasst. Und das heißt, Bericht über die Ergebnisse einiger dioptrischer Untersuchungen von Professor Josef Petzval. Dieser Bericht ist dem Kaiserhaus überreicht als Dankeschön für die zur Verfügung stellen von den Soldaten für die Berechnungen. Hier beschreibt er einige Bemerkungen und einige Vorgangsweisen für die Berechnung dieses Objektivs. Das Büchlein ist 1843 in Pest, also Budapest, auferlegt und es gibt gute Seelen, die mir einfach sowas zukommen lassen. 1991 war ein großes Fotografentreffen in Ungarn und dort habe ich das Glück gehabt, dabei zu sein. Mit Fotofreunden diskutierten wir, bis jemand gesagt hat, komm, hier ist ein bekannter Künstler, wir möchten, dass du ihn kennenlernst. Ich habe mit diesem Sandor Görgi diskutiert und der sagte, schau, das habe ich entworfen und der Finanzierung vorausgesetzt möchten wir zum 100. Geburtstag von Petzval so eine Gedenkmedaille auflegen. Ja, dann bat dem, ob er mir nicht eine Kopie davon gibt. Na, Kopie bekommst du keine. Greift hin zu Ordner, reißt das Blatt her und sagt, schau, für dich. Ich zeichne ein neues Blatt. Diese Begebenheit ist bei mir in Vergessenheit geraten, bis auf einmal kommt so eine Medaille von Petzval im Jahr 1991. Dann habe ich erfahren, das gibt in Bronze, in Silber und der ungarische Verband hat für sich 10 goldene Medaillen auferlegen lassen für besondere Anlässe. Und ich muss sagen, ich fühlte mich sehr stolz, dass einer von diesen 10 Medaillen ich bekommen habe. Ich bin wirklich stolz. Aber noch stolzer bin ich natürlich, dass die lieben Freunde immer an mich denken und immer sowas zukommen lassen. Aber
zurück zu Petzval. Wer war diese Petzval? Kaum ist bekannt, dass der Professor Petzval eine Kitarfe entworfen hat. Kitarfe ist eine Mischung aus Gitarre und Harfe, also ein Musikinstrument. Er hat auch eine Gewehr entworfen. Und kaum bekannt ist, dass der Professor Petzval der beste Fechter und beste Ringer Wiens war. Von Professor Petzval existiert auch eine Büste in Uni Wien. Es gibt eine Ehrengasse in Wien und ein Mondkrater ist mit einem Petzval-Objektiv fotografiert und dieser Krater nennt sich Petzval-Krater. Auch ein Stern ist nach dem Petzval genannt und das alles natürlich mit Petzval-Objektiv aufgenommen. 83-jährig sagte einmal Professor Petzval, ich habe das Licht bezwungen. Ich habe es fest in der Hand, weil in der Welt so viel Dunkelheit gibt. Ein Jahr später, mit 84 Jahren, ist Professor Max Petzval in Wien verstorben. Verbittert, einsam und verarmt. Das war etwas über Professor Max Petzval. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Video.